Mir fällt kein Intro zu dem Thema ein. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und in diesem Video lernst du verschiedene Artikelwörter im Deutschen und wie man sie richtig dekliniert, also welche Endung am Wort sie haben, im Nominativ, Dativ, Singular, Plural und so weiter. Das brauchst du, wenn du auf ein hohes Niveau kommen möchtest. Und damit das noch schneller geht, kannst du dir zum Thema mein gratis Lernpaket herunterladen. Der Link ist unter diesem Video. Um die deutschen Artikelwörter korrekt anwenden zu können, schauen wir uns kurz die Deklination von Nomen an. Wir wiederholen die Deklination der Artikel und Personalpronomen und gehen dann zur Deklination von substantivierten Adjektiven sowie von einigen Artikelwörtern. Es gibt also einiges zu lernen. Los geht's! Wann werden Nomen nochmal dekliniert? Erstens. Im Dativ-Plural haben maskuline und neutrale Nomen oft ein zusätzliches N am Wortende. Zum Beispiel, ich spreche mit meinen Freunden. Das ist die Korrektur von meinen Texten oder ich verstehe nichts von Computern. Zweitens. Maskuline und neutrale Nomen bekommen im Genitiv ein S oder ES, zum Beispiel das Buch des Kindes oder die Tasche des Lehrers. Ob da ein E oder ES steht, kommt auch darauf an, wie gut man es dann aussprechen kann. Korrekt ist sowohl des Kinds als auch des Kindes. Was findest du einfacher auszusprechen? Und hast du schon mal von der N-Deklination gehört? Dazu gehören bestimmte maskuline Nomen, die zum Beispiel auf E, ant, ent, at, ist und Graf enden. Und diese Nomen haben im Akkusativ, Dativ und Genitiv Singular ein N oder EN. Zum Beispiel der Junge, aber ich sehe den Jungen. Ich helfe dem Jungen. Das ist das Buch des Jungen. Genauso funktioniert das mit der Löwe. Aber ich habe Angst vor dem Löwen. Der Fotograf, aber ich arbeite mit einem Fotografen. Die Formen sehen aus wie der Plural, sind aber Singular. Ich weiß, deutsche Sprache, schwere Sprache. Wenigstens haben die Nomen auch im Plural in allen 4 Kasus ein N oder EN. Es gibt in der N-Deklination ein neutrales Nomen, das gemischt dekliniert wird, das Herz. Im Nominativ und Akkusativ ist es das Herz, im Dativ dem Herzen und im Genitiv des Herzen. Also, er hat ein neues Herz, aber ich trage dich im Herzen. Weiter geht's. Nomen werden auch dekliniert, wenn es sich um substantivierte Adjektive handelt, denn es sind auch ganz normale Nomen. Schau mal. Der Jugendliche ist 17. Ich hole den Jugendlichen ab. Ich helfe dem Jugendlichen oder die Jacke des Jugendlichen. Die Formen im Plural sind Jugendliche oder die Jugendlichen. Achtung, diese Nomen werden wie Adjektive dekliniert. Darüber sprechen wir aber noch. Kommen wir nun zum nächsten Teil der Deklination, nämlich der Artikel und Personalpronomen. Artikelwörter verändern sich ja je nach Kasus. Bestimmte Artikel. Der Anruf ist für dich. Ich habe den Anruf entgegengenommen. Mit dem Anruf will ich dir sagen, dass. Der Grund des Anrufs ist. Dann der unbestimmte Artikel. Hier ein Anruf für dich. Ich habe einen Anruf bekommen und so weiter. Einem Anruf oder eines Anrufs. Auch Personalpronomen werden dekliniert. Ich im Nominativ, mich im Akkusativ, mir im Dativ. Der Genitiv ist zum Glück eher ungebräuchlich, schon eine Sache weniger zu lernen, aber die anderen Formen solltest du können, also du, dich, dir oder er, ihn, ihm und so weiter. Hast du dich schon mal gefragt, wie man das Pronomen Mann dekliniert? Hier habe ich die Antwort für dich. Nominativ. Man kann in Berlin wirklich viel sehen. Akkusativ. Berlin kann einen ganz schön beeindrucken. Dativ. Es kann einem aber auch schnell zu viel werden. Im Genitiv gibt es Mann übrigens auch nicht. Kommen wir nun zur Deklination verschiedener Artikelwörter im Singular und Plural.
Wir starten mit dem Singular. Jeder. Nominativ. Jeder Mensch macht Fehler. Akkusativ. Ich kenne jeden Menschen in diesem Raum. Dativ. Ich helfe jedem Menschen, der Unterstützung braucht. Genitiv. Die Verantwortung jedes Menschen ist groß. Mancher. Nominativ. Mancher Schüler lernt schneller als andere. Akkusativ. Ich sehe manchen Schüler im Klassenzimmer. Dativ. Ich gebe manchem Schüler zusätzliche Aufgaben. Genitiv. Die Meinung manches oder manchen Schülers ist interessant. Bei maskulinen und neutralen Nomen wird heute oft manchen anstelle von manches gebraucht. Ist dir aufgefallen, dass diese Artikelwörter wie der bestimmte Artikel dekliniert werden? Genauso ist es auch bei den Wörtern dieser und jener. Und wir machen weiter mit irgendein, das ist immer Singular. Nominativ. Irgendein Buch wird dir gefallen. Akkusativ. Ich nehme irgendein Buch aus dem Regal. Dativ. Ich leihe irgendeinem Freund ein Buch. Genitiv. Ich soll die Zusammenfassung irgendeines Buches schreiben. Was für ein. Nominativ. Was für ein schöner Tag. Akkusativ. Was für einen Film möchtest du sehen? Dativ. Mit was für einem Freund gehst du ins Kino? Genitiv. Das Haus was für eines Architekten ist das? Vielleicht hast du festgestellt, dass die Deklination wie beim unbestimmten Artikel ist. Deshalb nutzt man was für ein im Plural ohne ein. Was für Filme siehst du gern? Jetzt fehlen uns nur noch ein paar Beispiele für Artikelwörter im Plural. Der Klassiker: viele. Nominativ: viele Schüler lernen Deutsch. Akkusativ: ich sehe viele Schüler. Dativ: ich spreche mit vielen Schülern. Genitiv: der Erfolg vieler Schüler ist bemerkenswert. Einige, immer Plural. Nominativ: einige Freunde haben mich besucht. Akkusativ: ich kenne einige Freunde von ihm. Dativ: ich helfe einigen Freunden. Genitiv: die Rucksäcke einiger Freunde sind schwer. Alle, auch immer Plural. Nominativ: alle Menschen brauchen Wasser. Akkusativ: ich sehe alle Menschen im Raum. Dativ: ich spreche mit allen Menschen. Genitiv: die Zukunft aller Menschen ist wichtig. Weitere Artikelwörter mit dieser Deklination sind mehrere, sämtliche, wenige, etliche, manche und beide. Achtung, im Singular werden viel und wenig meistens nicht dekliniert. Ich habe viel Zeit oder wenig Zeit, ich habe viel oder wenig Stress. Ich hoffe, dass dir diese Lektion wenig Stress bereitet hat. Die Deklination von Artikelwörtern ist wichtig, um sich korrekt auszudrücken, und du brauchst sie auch, um ein Adjektiv im Anschluss richtig zu deklinieren. Das zeige ich dir aber ein anderes Mal. Das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Julia.